Sein Arbeitsplatz ist normalerweise das Büro und der Computer. Aber manchmal ist Dirk Hintermeyer, Cyberkriminalist beim Landeskriminalamt in Wiesbaden, auch unterwegs zu Auswärtsterminen. Heute geht es zu einer Gesamtschule in Weimar-Niederwalgern. Ich mag die Termine persönlich an der Schule sehr gern, weil die Schülerinnen und Schüler relativ offen sind, über ihre Probleme reden, die sie tagtäglich haben, gerade mit dem Bereich Internet, und auch wirklich sehr dankbar sind für die Informationen, die ich ihnen gebe. Der Besuch aus Wiesbaden wird schon aufgeregt von der 8. Klasse erwartet. Alle hier haben Handys, nutzen selbstverständlich das Internet, kommunizieren mit anderen über soziale Netzwerke und viele haben bereits negative Erfahrungen gemacht. Bei mir hat mir mal bei WhatsApp jemand eine Sprachnachricht geschickt und hat darauf auch gesungen, dass ich eine Missgeburt wäre. Dann haben wir auch erlebt, dass eine Freundin von mir so Kommentare bekommen hat, halt auch in großen Massen. Man darf zwar seine Meinung sagen, aber sobald es beleidigt wird, zählt das nicht mehr zur Meinungsfreiheit. Ich bin sehr erfreut darüber. Mitschülern bei Problemen helfen ist das Ziel des Make IT Safe-Projekts. Schüler werden zu IT-Scouts ausgebildet und können dann andere unterstützen. Einige Schüler aus der Gruppe haben auch Freunde im Netz, die sie persönlich nicht kennen. Ein Risiko. Also äußerst vorsichtig, gerade wenn du jetzt deine persönlichen Daten wie Handynummer ist ja relativ sensibel weitergibst. Ja. Macht es vielleicht ein bisschen einfacher, wenn man zusammen spielt, aber du musst auch daran denken, dass es vielleicht Menschen gibt, die dir dann eher schaden wollen, als mit dir da das Computerspiel zu spielen. Denn auch Pädophile wittern ihre Chance in der Anonymität des Netzes, um sich an Kinder und Jugendliche heranzumachen. Aber die Täter sind längst nicht nur Erwachsene. Rückblick. Am 28. Oktober 2019 durchsucht die Polizei 21 Privatwohnungen. Die Verdächtigen haben sich pornografische Bilder und Videos von Kindern zugeschickt. Aber dabei handelte es sich nicht etwa um Pädophile, sondern um Jugendliche im Alter zwischen 14 und 26. Jetzt hat man aber diese Bilder noch mit Tönen versehen oder mit lustiger Musik. Und diese Verbreitung, ne, hat eigentlich der Verbreiter oder die Verbreiterin gar nicht gemerkt, dass das eigentlich schon eine Straftat ist. Ne, dass sich dahinter wirklich harte Kinder- oder Jugendpornografie befindet. Die Vergewaltigung eines 10-jährigen Kindes wurde von den Verbreitern sogar noch lustig kommentiert. Ist es natürlich so, dass das nicht einfach so dahingenommen wird, sondern dass man auch ein erzieherisches Gespräch führt. Entweder die Eltern mit ihrem Kind oder vielleicht auch einen geschulten Mitarbeiter der Polizei im Beisein der Eltern. Es ist wirklich keine Bagatelle, sondern es ist wirklich eine schwerwiegende Straftat. Dirk Hintermeyer setzt auf Aufklärung, spricht mit Schülern. Großes Thema, wie an jeder Schule, Hasssprache und Mobbing. Die Tatwaffe, das Handy. Jeder Schüler, jede Schülerin hat jetzt auch die technischen Möglichkeiten. Also das Smartphone ist ja nicht nur zum Telefonieren geeignet, sondern man kann Fotos machen, man kann auch diese Fotos bearbeiten und dann werden sie natürlich auch auf diese Art und Weise genutzt. Von Greta wurde eine schlimme Bildmontage im Netz verbreitet. Auf diesen Stickern war zum Beispiel mein Kopf auf einem Körper von jemand anderem. Und auf dem einen Sticker, wo wir noch nicht wissen, wer das war, wurde ich als Pornodarstellerin dargestellt. Ich hatte die Greta auch sehr unterstützt bei den Stickern, weil dann kamen auch von ein paar Jungs wieder Sprüche, ist doch gar nicht so schlimm, ist doch lustig. Wenn die eine Person das zerlöscht, das können dann, keine Ahnung, 50 Leute schon sich gespeichert haben und nochmal rumgeschickt haben. Und ja, es ist schon blöd, dieses Gefühl, dass man weiß, dass es die Sticker immer noch gibt. Bei Felix waren es Hasskommentare. In verschiedenen Gruppen gab es auch Beleidigungsgruppen über mich. Da wurden auch Vorurteile und so reingeschickt. Sonst noch auf Instagram unter irgendwelchen Bildern von mir wurden auch Hate-Kommentare geschrieben und auch auf Instagram Nachrichten bekommen. Von wegen, ja, du bist hässlich, niemand mag dich und so. Jonas war Zeuge einer heftigen Mobbing-Attacke gegen einen Mitschüler. Dann wurden teilweise Sprachnachrichten ihm gesendet, wo er aufs Tiefste beleidigt wurde, komplett runtergezogen. Ich habe da zwar nicht mitgemacht, aber mir war es dann eigentlich egal. Es hätte mir aber eigentlich nicht egal sein dürfen, weil sowas geht nicht. Dann ist eine große Angst da, dass man selber noch in die Mangel genommen wird, sage ich mal, und auch gemobbt wird. Also
ich musste mich ziemlich überwinden, dass ich dann der Person helfe. Greta, Felix, Lilly und die anderen wollen mit ihren Erfahrungen künftig Mitschülern helfen, indem sie IT-Scouts in ihrer Schule werden. Und auch Dirk Hintermeier wird wiederkommen, denn es gibt noch viel zu tun im Kampf gegen Cyberkriminalität.